Stell dir mal zwei Wohnungen vor. In derselben Stadt, vielleicht sogar im selben Viertel. In der einen wohnt jemand, der 70.000 Euro im Jahr verdient. In der anderen jemand, der mit 45.000 auskommen muss. Jetzt sag mir, wer von den beiden müsste logischerweise viel, viel besser dastehen? Klar, der Gutverdiener, oder? Tja, weit gefehlt. Der Grund dafür ist eine unsichtbare Formel, die sein Geld regelrecht auffrisst. Und versprochen, am Ende dieser Analyse hier wirst du ganz genau wissen, wie diese Formel funktioniert. Und, noch viel wichtiger, wie du sie für dich komplett außer Kraft setzt. Lass uns mal kurz reinschauen. Wohnung 1. Da prangt so ein riesiges Kino-Leinwandding von Fernseher an der Wand. Eine 3.000 Euro Designer-Couch, auf der man wahrscheinlich nicht mal bequem sitzen kann. Die Küche ist vollgestopft mit Luxusgeräten, die seit Monaten Staub sammeln. Und die Kleiderschränke, die platzen aus allen Nähten. Trotz des Supergehalts reicht hier eine kaputte Waschmaschine, um eine handfeste finanzielle Krise auszulösen. Und jetzt Wohnung 2. Du kommst rein und kannst atmen. Eine gemütliche Couch, ein normaler Fernseher, eine Küche mit genau dem, was man braucht. Diese Person hat einen Notgroschen, mit dem sie ein ganzes Jahr überleben könnte. Und jeden Monat fließt Geld ganz automatisch in Investments. Und das bringt uns zu der einen riesigen Frage. Wie zum Teufel kann das sein? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man denkt. Es ist nicht so, dass die eine Person einfach gut und die andere schlecht mit Geld ist. Nein, die Wahrheit liegt in einer unsichtbaren, fast geheimen Beziehung zwischen den Dingen, die wir besitzen, und dem Geld, das wir haben. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Das Problem von unserem Gutverdiener ist nämlich verdammt subtil. Der verzockt sein Geld nicht. Der hat auch keine teuren Süchte. Er ist einfach ganz langsam und schleichend in einen Lebensstil reingerutscht, dessen Aufrechterhaltung jeden einzelnen Euro, der reinkommt, sofort wieder verbrennt. Stell dir das vor wie ein Schiff mit einem winzigen, aber ständigen Leck. Er ist nicht verantwortungslos. Er ist einfach nur gefangen in einer Falle, die auf einer Annahme beruht, die uns allen eingetrichtert wurde. Und mal ehrlich, diese Annahme, die kennen wir doch alle, oder? Wer viel hat, der hat es geschafft. Das große Auto, die fette Uhr, die Markenklamotten, der neueste Technikkram, das sind für uns die Statussymbole für Wohlstand. Wir lernen das von klein auf. Anhäufen ist gut. Anhäufen bedeutet Erfolg. Aber was, wenn uns diese ganze Geschichte von Anfang an falsch erzählt wurde? Was, wenn genau das Gegenteil der Fall ist? Hier ist die brutale, aber befreiende Realität, die so viele Menschen einfach ignorieren. Jeder einzelne Gegenstand, den du dir kaufst, kostet dich nicht nur einmal, sondern zweimal. Der erste Preis, klar, der steht auf dem Preisschild. Den siehst du. Der tut vielleicht kurz weh im Portemonnaie. Aber der zweite, der unsichtbare Preis, das ist der leise schleichende Killer für dein Vermögen. So, und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt machen wir mal das Licht an und schauen uns diese geheimen Kosten an. Ich nenne sie die 4 Diebe deines Vermögens. Stell sie dir vor wie 4 Einbrecher, die sich jede Nacht in dein Leben schleichen. Aber anstatt deinen Fernseher zu klauen, stehlen sie dir ganz leise deine Zukunft. Dieb Nummer 1, der Platz. Wohnraum ist absurd teuer. Gerade in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zahlst du ein Vermögen für jeden einzelnen Quadratmeter. Und jeder Gegenstand, den du besitzt, belegt diesen teuren Raum. Jedes nutzlose Ding in deiner Wohnung ist quasi ein Untermieter, der keine Miete zahlt. Schlimmer noch, du bezahlst dafür, dass er da wohnt. Lass uns das mal konkret machen. Nehmen wir dieses typische Laufband oder den Heimtrainer. Gekauft mit den besten Vorsätzen und nach 3 Wochen der teuerste Kleiderständer der Welt. Das Ding belegt locker 2 Quadratmeter. Bei einer Miete von 12,50 € pro Quadratmeter sind das 25 € im Monat. Mal 12 sind das 300 €. 300 €, die du jedes Jahr an unsichtbarer Miete zahlst, nur damit dieses Ding da rumsteht. Verrückt, oder? Dieb Nummer 2, die Instandhaltung. Kein einziger Gegenstand kümmert sich um sich selbst. Das teure Wohnmobil braucht Versicherung, TÜV und muss winterfest gemacht werden. Die schicke Kaffeemaschine braucht teure Reinigungstabs. Das Auto braucht Service.
Besitz ist ein unbezahlter Nebenjob mit miesen Arbeitszeiten. Du investierst ständig Zeit und Geld, nur um den Status quo zu erhalten. Der dritte Dieb ist vielleicht der hinterhältigste von allen: deine mentale Energie. Jedes Ding, das du besitzt, beansprucht Aufmerksamkeit. Es muss aufgeräumt, abgestaubt, repariert oder entsorgt werden. Das Chaos in der Ecke, das du ignorierst, das ist keine Esoterik, das ist harte Wissenschaft. Studien zeigen, dass eine unordentliche Umgebung unseren Cortisolspiegel in die Höhe treibt. Dein ganzer Krempel macht dich also wortwörtlich krank und gestresst. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Wenn du dich so umsiehst, welcher Gegenstand bei dir zu Hause ist der allergrößte mentale Energieräuber? Diese eine Kiste im Keller, von der du nicht mal mehr weißt, was drin ist? Der kaputte Drucker, der dich jedes Mal vorwurfsvoll anstarrt? Schreib's doch mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was bei euch so die größten Nervensägen sind. Und hier kommt der vierte Dieb. Und der klaut dir nicht nur dein Geld, sondern deine Zukunft, die verpassten Chancen. Stell dir jeden Euro wie einen kleinen Mitarbeiter vor. Du kannst ihn losschicken, damit er mehr Geld für dich verdient, zum Beispiel in einem ETF. Oder du sperrst ihn in einem ungenutzten Gegenstand ein, wo er im Keller sitzt und Däumchen dreht. Die 5.000 Euro für das schicke Heimfitnessstudio, das du kaum nutzt, hätten in einem simplen Welt-IEF in 10 Jahren vielleicht 10.000 Euro sein können, ohne dass du einen Finger hättest krumm machen müssen. Du hast es auf Kosten deiner zukünftigen finanziellen Freiheit gekauft. Okay, genug der Schreckensmeldungen. Wir kennen jetzt das Problem, also drehen wir den Spieß um. Jetzt wird zurückgeschlagen. Wir rüsten dich jetzt mit einem System aus, einer Art mentalem Adblocker für Impulskäufe. Es ist an der Zeit, diese Käufer zu entlarven. Und das mächtigste Werkzeug dafür ist eine ganz simple Formel. Sie wird deine Sicht auf jeden Kauf für immer verändern. Die Kosten pro Nutzung. Ganz einfach. Du nimmst den Kaufpreis und teilst ihn durch die Anzahl, wie oft du diesen Gegenstand wirklich und ehrlich benutzen wirst. Eine richtig gute Winterjacke für 200 Euro, die du aber die nächsten 5 Jahre jeden zweiten Tag trägst, also vielleicht 300 Mal, die kostet dich am Ende unter 70 Cent pro Nutzung. Ein Schnäppchen. Aber dieses spezielle Küchengerät für 100 oder 50 Euro, das kaufst du für dieses eine Rezept und holst es 2-mal im Jahr raus, das kostet dich 75 Euro pro Einsatz. Plötzlich sieht die Welt anders aus. Und jetzt will ich von euch lernen. Was ist euer persönlicher Kosten-pro-Nutzungsheld? Dieser eine Gegenstand, der sich 1000-mal bezahlt gemacht hat. Was war der absolute Reinfall? Das schicke Gadget, vor dem ihr warnen wollt? Lasst uns eine Sammlung in den Kommentaren starten. Okay, basierend auf dieser Erkenntnis packen wir das jetzt in ein einfaches System. 3 knallharte Regeln, ein Cheat-Sheet für deine Finanzen. Das ist quasi dein neues Betriebssystem für Kaufentscheidungen. Regel Nummer 1. Stell dir ab sofort die Neukauffrage. Geh mal durch deine Wohnung, schau dir deine Sachen an und frag dich bei jedem Ding, wenn das heute kaputt ginge, würde ich es neu kaufen? Bei dem Raclette-Grill, der ganz oben im Schrank verstaubt, wahrscheinlich ein klares Nein. Regel Nummer 2. Erschaffe dir ganz bewusst Konsumhürden. Wir sind alle nur Menschen. Unsere Willenskraft ist wie ein Akku, der schnell leer ist. Verlass dich nicht drauf. Baue ein System, das dich vor dir selbst schützt. Und Regel Nummer 3, vielleicht die wichtigste von allen. Definiere dein persönliches Genug. Und zwar bevor du die nächste Gehaltserhöhung bekommst. Was bedeutet ein gutes Leben für dich? Wenn du das nicht weißt, landest du unweigerlich in der Falle der Lifestyle-Inflation. Und hier sind ein paar ganz praktische Hürden, die sofort wirken. Lösche deine Zahlungsdaten bei Amazon und Co. Warum? Weil jede Sekunde, die du brauchst, um deine Kreditkartennummer einzutippen, deinem Gehirn Zeit gibt, Stopp zu schreien. Deinstalliere Shopping-Apps von deinem Handy. Führe für dich eine 24-Stunden-Regel für alles über 50 Euro ein. Und richte Daueraufträge ein, die dein Geld am Anfang des Monats auf ein Sparkonto schaffen, bevor du es überhaupt ausgeben kannst. Und sei dir immer dieses heimtückischen Biests bewusst, dem Lifestyle-Multiplikator. Ein scheinbar einzelner großer Kauf löst oft eine ganze Lawine an Folgekosten aus.
Das Boot braucht einen Anhänger. Das Auto braucht plötzlich eine Anhängerkupplung. Du brauchst einen teuren Stellplatz. Du brauchst ein Budget für die Wartung. Einkauf kommt selten allein. Er bringt seine ganze teure Verwandtschaft mit. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, zum Warum hinter all dem. Und es ist mir extrem wichtig, dass du verstehst, nichts davon hat mit Verzicht zu tun. Viele hören das und denken, oh Gott, das klingt nach einem traurigen Asketenleben in einer leeren Höhle. Falsch. Es ist das exakte Gegenteil. Es geht darum, etwas unendlich viel Wertvolleres zu gewinnen. Und das hier ist der entscheidende Gedanke, der alles verändert. Wahrer Reichtum ist nicht das, was du in deinen Schränken hortest. Wahrer Reichtum ist die Anzahl deiner Optionen. Es geht nicht darum, was du hast. Es geht darum, was du kannst, was du tun könntest, wenn du müsstest oder einfach nur wolltest. Freiheit ist nicht abstrakt. Freiheit ist die ganz konkrete Fähigkeit, einen Job zu kündigen, der dich psychisch oder physisch kaputt macht. Freiheit ist, sich eine Auszeit nehmen zu können, wenn deine Eltern oder deine Familie dich brauchen. Freiheit ist diese wundervolle, stressfreie Lücke zwischen dem, was reinkommt, und dem, was rausgeht. Am Ende ist es die Herrschaft über die ultimative Währung, die wir haben, unsere eigene Lebenszeit. Am Ende läuft alles auf einen ganz simplen Tauschhandel hinaus. Jeder Kauf, jede Ausgabe ist eine Entscheidung in diesem Handel. Tauschst du dein Geld gegen noch mehr nutzloses Zeug, das dir am Ende nur Platz, Geld und mentale Energie raubt, tauschst du ganz bewusst nutzlose Gegenstände ein, um dir die Herrschaft über deine Lebenszeit zurückzuholen? Oder machst du es unbewusst, jedem einzelnen Tag genau umgekehrt? Ganz ehrlich, Wissen ohne Umsetzung ist Unterhaltung, und wenn du meine Videos regelmäßig schaust, aber noch keinen zusätzlichen Einkommensstrom aufgebaut hast, dann solltest du dir das hier anhören. Conny bietet ein kostenfreies Infovideo an, in dem sie ihr innovatives Einkommenskonzept erklärt. Monatlich wiederkehrend, systembasiert, ohne klassisches Verkaufen, seit 2015 am Markt. Das ist länger, als die meisten Schnellreich-Modelle überleben. Die Frage ist nicht, ob es funktioniert. Die Frage ist, ob du zu denen gehören willst, die sich in einem Jahr ärgern, es nicht wenigstens geprüft zu haben. Link findest du unten in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Manchmal ist Nichtstun die teuerste Entscheidung.